Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf den Doktor Plagiat. Oder, wie Franziska Giffey auch sagen würde, ich bin mir bei meiner Doktorarbeit keiner Schuld bewusst. Für mich galt nie, bring mich zum Schotter. Sondern beim Schreiben war mir immer schon klar, dass aus großer Macht folgt große Verantwortung. Klar, bei den ersten Gerüchten um ein Plagiat rief ich sofort zu Hause an und meinte zu meiner besten Freundin Whitney, Houston, wir haben ein Problem. Und sie fragte mich nur, redest du mit mir? Und ist heute dein Glückstag, Punk? Zum Dekan der FU kann ich nur sagen, yippie Schweinebacke. Dabei dachte ich immer, dass wir hier an der FU zusammenhalten, denn es ist nun einmal die erste Regel, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Warum denn so ernst? Fragte ich mich. Mein Weg war doch bisher nie holprig und ich sagte mir immer, Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Klar kann ich zu meiner Doktorarbeit nicht im Geiste sagen, ich bin dein Vater. Aber ich werde für meinen Doktortitel kämpfen und zwar bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Immer mehr Menschen und vor allem Politiker werden dabei erwischt, wie sie ihre Doktorarbeit, sagen wir mal, nicht ganz so nach wissenschaftlichen Regeln zusammengekleistert haben. Das Ding heißt aber auch Doktorarbeit und nicht wissenschaftliche Abhandlung, um promoviert zu werden. Wobei das Verb promoviert sowohl transitiv benutzt werden kann oder intransitiv. Und genau das dachte sich Franziska Giffey scheinbar auch dann und ging noch viel, viel weiter, denn Denken ist doch voll anstrengend für das Denkding da oben. Google ich mir doch lieber alles zusammen. Denn meine Doktormutter hält Google immer noch für eine Geschlechtskrankheit, deshalb googelt sie nur mit Handschuhen an den Händen. Aber trotzdem kam dann das raus. Plagiatsprüfer haben in der Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Giffey offenbar zahlreiche Ungereimtheiten entdeckt. Auf mehr als jeder dritten Seite fanden sie Verstöße gegen wissenschaftliche Regeln. Besonders der Umgang mit Zitaten sei problematisch, berichtet die Plattform Froniplug. Auch die Freie Universität Berlin untersucht Giffeys Arbeit seit Februar auf Plagiate. Ein Ergebnis dieser Untersuchung steht noch aus. Und das ist schon eine Leistung der FU, wenn sie seit Februar die Arbeit von Franziska Giffey untersucht und mal locker mehr als ein halbes Jahr braucht, um zu Ergebnissen zu kommen. Ergebnisse, die Froniplug ja schon vorgegeben hat. Das ist etwa so, als wenn man sich ein Billigregal holt und sich denkt, was so ein oller Schwede kann, kann ich selber ja wohl auch, oder? Scheiß auf die Gebrauchsanleitung, wir machen das jetzt selber. Nur sieht das dann eben nicht nach Billy am Ende aus, sondern nur nach dem schwedischen Regal namens Kack. Aber immerhin versuchte Franziska Giffey, einen Teil der Plagiatsvorwürfe entgegenzutreten, indem sie meinte, dass sie nach einer amerikanischen Zitierweise gearbeitet habe. Daher kommen natürlich die vielen Fehlermeldungen, wenn man nun nach der deutschen und vor allem von der FU geforderten Zitierweise alles gegenliest. Das sage ich aber auch immer, wenn ich in Berlin von der Polizei erwischt werde mit einem Alkoholspiegel von 3,9 Promille. Natürlich fahre ich dann nicht mehr Auto, das habe ich irgendwo dann geparkt, sondern ich fahre dann einen E-Roller. Und mein Alkoholspiegel unterliegt dann auch nur dem amerikanischen Gallonen-zu-Liter-Verhältnis, daher lässt mich die Polizei dann auch immer weiterfahren mit meinem E-Roller zu meinem Auto. Nur reden wir hier eben nicht von einem Kavaliersdelikt. Wie das eine Mal, als ich zusammen nachts mit ein paar Freunden einen Penner überfahren habe und wir den dann im Wald verscharrten. Und das nun zufälligerweise ein Jahr später nach seinem Tod jemand meine Freundin nach und nach dezimiert. Sondern wir reden hier von Betrug. Sowohl an der Wissenschaft als auch an uns Wählern, die so blöde waren, jemanden zu wählen, weil er oder sie ein Doktor ihr eigen nannte. Einen Doktortitel, der nur zum Upgraden der eigenen Visitenkarte da ist. Dabei ist Franziska Giffey noch nicht einmal das erste Regierungsmitglied, das erwischt wurde. Denn das bekannteste war der hier. Der Medienstar Karl Theodor zu Guttenberg heute sehr nervös vor den Kameras. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Und scheinbar hatte der Karl Theo, wir fahren nach Lodz, von und zu Gutfried oder so, versucht seine Doktorarbeit mit genauso viel Schweineschmalz einzuschmieren wie auch seine Haare.
und hatte dann nur darauf gehofft, wenn die jemand mal gegenlesen will, diese dem den einfach immer aus den Händen flutscht. War das jetzt live? Können wir noch mal? Ach, können wir ihm bitte noch einmal den Doktor aberkennen und vom Hof jagen? Ach, bitte. Aber man kann mit dem Plagiieren auch durchkommen, wie unsere super-duper hyper-mega EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gezeigt hat. Die hatte immerhin 20% ihrer Doktorarbeit abgeschrieben. Weil es aber nur 20% waren, sah die Medizinische Hochschule in Hannover dahinter keine Täuschungsabsicht. Also nächstes Mal beim Bankraub in Hannover bitte darauf achten, nur 20% des Geldes mitzunehmen, die Polizei dann das Geld nachziehen zu lassen und bei weniger als 20% dann nach Hause zu gehen. 20% klingt jetzt auch erst einmal nach richtig viel, die Ursula von der Leyen plagiiert hatte bei Wikipedia oder was bei der Medizinischen Hochschule halt so auf den Toilettenwänden stand. Aber was sind schon 20%, wenn man nur eine 63-seitige Doktorarbeit abgibt? In Schriftgröße Arial 100. Nur schreiben eben die meisten Politiker ihre Doktorarbeiten nicht, um damit ihre wissenschaftlichen Arbeit eine Krönung zu verpassen, sondern nur, weil sie dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhoffen. Und das ist mehr als traurig. Denn gerade Politiker, die sich einen Titel zusammenlügen, sind genau die Art von Politiker, die man wirklich nicht haben will. Denn wer einmal lügt, der lügt auch immer. Was wiederum die beste Chance ist, in der CSU, CDU, SPD, AfD, bei den Linken und vor allem bei der FDP überhaupt Karriere machen zu können. Dabei braucht man in Deutschland, um Ministerpräsident oder gar Kanzler zu werden, nicht einmal eine akademische Ausbildung. Im Saarland reicht es sogar mehr als 5 Schafe zu besitzen. Ganz anders als in diesem Land. In der Türkei darf niemand ohne Unidiplom Präsident werden. Die Verfassung schreibt den Nachweis von 4 Jahren weiterführender Unistudien vor. Erdogan-Kritiker werfen dem türkischen Präsidenten vor, einen solchen Studienabschluss nicht vorweisen zu können. Der frühere Staatsanwalt Ömer Faruk Eminagaoglu, der heute einer Juristenvereinigung vorsteht, hat bei der Staatsanwaltschaft Ankara und bei der Wahlkommission eine Klage eingereicht, um Erdogan das Präsidentenamt abzuerkennen und ihn für unwählbar erklären zu lassen. In der offiziellen Biografie Erdogans wird ein Diplom in Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften genannt, das der Staatschef 1981 an der Marmara-Universität nach 4 Studienjahren erworben habe. Und ich darf mich hier sogar hinstellen und ganz offen behaupten, dass Erdogan kein Diplom hat. Natürlich könnte er mich jetzt verklagen, aber dann müsste er einem Gericht sein echtes Diplom zeigen. Und das würde er niemals wollen. Also kann ich auch sagen, dass er ein Diplom hat von 1981 von einer Universität, die überhaupt erst 1982 gegründet wurde. Mit einem Schrifttyp, den es 1981 so noch gar nicht gab. Und er war 1981 ein Vollzeitbeschäftigter der Nahverkehrsgesellschaft in Istanbul, als er eigentlich Vollzeitstudent gewesen sein will. Was er logistisch als Mitarbeiter des Nahverkehrs sogar geschafft hätte, aber eben nicht zeitlich. Außer er hat einen bösen Zwilling. Außer er ist der böse Zwilling. Deshalb kann ich das alles offen sogar im türkischen Fernsehen sagen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, Universitäten Diplomasini Aldi. Nur ist das alles einem echten Autokraten natürlich ziemlich egal. Und auch wir sind nur geil auf Titel. Oder würde jemand ansonsten Alice Who the fuck is Weidel wirklich wählen, wenn sie nicht einen Doktor hätte? Über das chinesische Rentensystem. Zielführend, wenn uns morgen China übernimmt. Und selbst dann ist diese Promotion genauso viel wert wie meine beiden Abschlüsse in rhythmischen Klatschen OMG und experimentelle Biochemie LOL an der Waldorf-Universität. Also fassen wir noch einmal zusammen. Es wird immer Menschen geben und gerade viele Politiker, die sich ihre Doktortitel erschleichen werden. Auch wird es immer Doktormütter und Väter geben, die diese Doktorarbeiten durchwinken werden. Während ein Politiker danach erst einmal 1 oder 2 Jahre weg vom Fenster ist, schaut kaum einer den Doktormüttern und Vätern danach groß auf die Finger. Und das ist das Problem. Denn hier, genau hier müssen Plagiatoren sofort erkannt werden. Und eben nicht erst, wenn das dann am Ende nur herausgefunden werden kann. In mühevollster Kleinarbeit. Und genau deswegen vertraue ich persönlich nur noch weltweit anerkannten Doktoren wie Dr. Pepper, Dr. Best, Dr. Doom und Dr. Mario. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.